Hallo, meine Lieben, wie geht's? Also heute entdecken wir die Insel von Murano, die sich hier befindet. Also wir sind immer noch in der Lagune von Venedig. Venedig ist hier und diese ist die Insel von Murano. Man sagt die Insel von Murano, aber ehrlich gesagt, diese Insel besteht von 7 Inseln. Okay, es gibt viele Kanäle hier auch. Heutzutage hat die Insel ca. 4000 Einwohner und der Name der Insel Murano kommt vielleicht von Amuriana Villa. Das heißt, hier gab es in der Vergangenheit vielleicht eine Villa, das heißt ein großes Haus, das im Besitz von Amurius war. Bis 12. Jahrhundert war die Insel ziemlich selbstständig und dann war Murano Teil vom Sestiere, das heißt Stadtviertel von Venedig, Santa Croce. Ab 13. Jahrhundert hatte Murano auch ihre eigene Maggiorconsiglio, Grosses Rat und ihre eigene Währung, die Osella genannt war. Diese wird unsere Spaziergang in Murano von einer Vetreria, das heißt, wo man das Glas herstellt. Und dann Faro di Murano. Ich werde natürlich auch ein paar gute Restauranten empfehlen. Die sehr schöne Kirche von San Pietro Martire, Torre dell'Orologio, Palazzo da Mula, das Museum, Basilika von Santa Maria Donato. Also natürlich ist Murano für das Glasherstellung weltberühmt. Diese ist eine sehr lange Tradition. Vielleicht schon bevor die Römer war Murano am Ankunft von vielen wichtigen Handelsrouten, auch aus dem Orient und vom Orient kam hier sehr viel Glas und das Glas war hier dann natürlich auch hergestellt. Die Insel von Murano war für die Herstellung von Glas berühmt, vor allem vom 13. Jahrhundert. Bevor dieses Jahrhundert war die Herstellung von Glas am meisten in Venedig. Das Problem war das Feuer, und zwar um das Glas zu produzieren brauchte man Feuer und die meisten Gebäude von Venedig waren aus Holz damals. Deswegen es gab so viele verbrannte Gebäude, dass es war wirklich zu gefährlich. Deswegen hatte man dann viel mehr die Herstellung von Glas in Murano entwickelt. Natürlich kann man heute viele verschiedene Vetrerien besichtigen, das heißt Glasfabriken. Und zum Beispiel wir können die Vetreria Artistica Colleoni besichtigen. Die Eintritt ist auch sehr schön. Diese hier, also am Kanal hier. Diese ist die Eintritt. Man kann natürlich wie bei anderen Glasfabriken eine Demonstration haben. Das heißt, man kann wirklich sehen, wie diese Kunstwerke herstellen werden. Was ist besonders für die Glasobjekte aus Murano sind natürlich die Dekorationen, die Techniken. Es gibt so viele Techniken, die man benutzen kann. Und diese sind Elemente, die wirklich diese Glasobjekte so berühmt in ganz Europa gemacht haben. Das heißt, in der Renaissance zum Beispiel hatte man auch diese Glasobjekte in ganz Europa verkauft. Ein bisschen wie heute, würde ich sagen. Also hier kann man vielleicht zum Beispiel auch Tiere kaufen und die Pferde sind besonders. Und es ist besonders schön, die Demonstration von einem Pferd zu sehen. Und dann auch Schachstücke zum Beispiel. Und dann natürlich, es gibt auch die Kronleuchter. Die sind vielleicht die berühmtesten Objekte aus Murano Glas. Also dieser ist der Leuchtturm von Murano. Dieser Leuchtturm wurde im Jahr 1934 gebaut, aber es gab einen antiker Leuchtturm hier aus Holz während die Venezianische Republik. Diese ist die Seite vom Leuchtturm in Richtung Lagune, okay? Diese Barrelief mit Algen ist ein bisschen sozusagen ein Schutz für die Insel von Murano.
Also diese ist die Kirche von San Pietro Martire, die in Renaissance-Stil im 16. Jahrhundert gebaut wurde. Also hier sind wir in der Kirche von San Pietro Martire und es gibt sehr schöne Gemälde, zum Beispiel von Paolo Veronese, Tintoretto und Giovanni Bellini. Also diese hier ist die Chiesa von San Pietro Martire und hier, dieser ist der Uhrenturm, also die Torre dell'Orologio. Dieser Turm ist nicht so alt, sie wurde im 19. Jahrhundert gebaut, aber vielleicht hier gab es der Glockenturm von ehemaliger Kirche von Santo Stefano. Der Stil dieses Turms ist nicht so venezianisch, ich würde sagen, es erinnert uns ein bisschen mehr an eine toskanische Stil, also aus Toskana-Region, wie zum Beispiel die Torre del Mangia in Siena und der Turm von Palazzo Vecchio in Florenza. Also dieses sehr schöne Gebäude hier ist das sogenannte Palazzo da Mula. Dieses wurde im 16. Jahrhundert von der Familie da Mula gebaut, aber hier gab es vielleicht ein älteres Gebäude aus dem 12. Jahrhundert. Dieses Palast hat sehr schöne Dekorationen an der Fassade, religiösen auch. Heutzutage gibt es hier das Standesamt. Also dieses ist das Glasmuseum. Es wurde im Jahr 1861 geöffnet und ab dem Jahr 1862 gab es hier auch eine Schule, eine Glasschule. Das heißt, man konnte lernen, wie man das Glas herstellen und dekorieren kann. Das ist auch ein sehr schönes Palast. Dieses war der sogenannte Palazzo dei Vescovi, der Sitz von der Diözese von Torcello. Also hier kann man auch diese sehr schöne Kronleuchter sehen. Die sind wirklich so schön. Sehr schöne Dekorationen hier. Auch und natürlich es gibt auch andere Vasen und andere Objekte aus Glas und es gibt in diesem Museum auch eine archäologische Teil, die Gläser aus Kroatien. Also diese ist eine der schönsten Kirchen in Murano. Diese ist auch die Hauptkirche von der Insel Murano. Das ist die Kirche von Santa Maria und Donato. Die aktuelle Kirche wurde im 11. Jahrhundert gebaut, aber es gab hier vielleicht eine Kirche schon im 7. Jahrhundert. Am Anfang war diese Kirche nur an Heilige Maria gewidmet und dann auch an Heiligen Donato als sein Körper hier in der Kirche gebraucht wurde. Diese Seite der Kirche, die wir von hier sehen, ist diese schöne, wunderschöne Apsis mit einer sehr besonderen Form auch. Wir sehen hier sehr schöne Nischen, sehr schöne Säulen auch aus Rot
Ziegelsteine und weißes Marmor auch. Dann von hier, wir können an der anderen Seite gehen. Okay, wir sehen hier schon der Glockenturm der Kirche. Dieser Glockenturm ist nicht so alt, er wurde nur im 20. Jahrhundert gebaut, aber ist trotzdem sehr schön. Und diese ist die Fassade der Kirche. Vor der Fassade gab es ein Baptisterium auch, der aber im 18. Jahrhundert total zerstört wurde. Also hier sind wir in der Kirche von Santa Maria Donato. Diese Kirche ist in 3 Kirchenschiffe geteilt und wir sehen hier sehr schöne Säulen aus griechischem Marmor, und eine der schönsten Sachen dieser Kirche ist sicher das Fußboden mit dieser super schönen Mosaiken, die wurden im 12. Jahrhundert gemacht. Also hier können wir ein Beispiel sehen von den verschiedenen Dekorationen. Also es gibt verschiedene Tiere, Blumen, es gibt auch Persönlichkeiten, Symbolen und natürlich auch geometrische Formen. Wenn wir die andere Seite sehen, also die Apsis, sehen wir diese super schöne Dekoration auch. Also hier gibt es die Madonna mit Gold im Hintergrund und sie erinnert uns ein bisschen von die Madonna der Kirche Santa Maria Assunta in Torcello. Und dann hier, und es gibt auch sehr schöne Fresken.